Kennst du das? Jemand sagt im Meeting, wir haben doch alle Daten. Und dann schaust du genauer hin. Es gibt Tabellen, es gibt Exporte, es gibt Zeitstempel, es gibt Statusfelder, es gibt vielleicht sogar Millionen von Zeilen. Aber trotzdem kannst du daraus noch nicht automatisch Process Mining machen. Denn für Process Mining brauchst du nicht einfach viele Daten. Du brauchst die richtigen Prozessdaten. Im letzten Video haben wir gesehen, Process Mining verbindet digitale Ereignisse, Prozesslogik und Businessfragen. Heute schauen wir uns den Rohstoff dahinter an, den Event Log. Also die Datenstruktur, ohne die Process Mining nicht funktioniert. Willkommen bei Smart Data Stories. In diesem Video zeige ich dir, was ein Event Log ist, welche Felder wirklich wichtig sind und warum kleine Datenfehler zu großen Fehlinterpretationen führen können. Ein Event Log beginnt nicht mit einem schönen Prozessdiagramm. Er beginnt mit einzelnen Systemereignissen. Ein Ticket wird angelegt, eine Rechnung wird freigegeben, eine Lieferung wird gebucht. Das sind erst einmal einzelne Ereignisse. Damit daraus Process Mining werden kann, müssen diese Ereignisse strukturiert werden. Aus einem Systemereignis wird ein Ereignisdatensatz. Aus vielen Ereignisdatensätzen wird ein Event Log. Und aus diesem Event Log kann später eine Prozessanalyse entstehen. Wichtig ist, Prozessdaten zeigen Veränderungen über Zeit. Sie zeigen nicht nur, dass ein Zustand existiert, sie zeigen, wann etwas passiert ist und in welcher Reihenfolge. Damit ein Event Log für Process Mining brauchbar ist, brauchst du im Kern 3 Felder. Erstens eine Case ID oder auf Deutsch eine Fall ID. Zweitens eine Aktivität und drittens eine Zeitstempel. Klingt simpel. Aber genau diese 3 Felder entscheiden, ob du später einen Prozess analysieren kannst oder nur eine Tabelle anschaust. Die Case ID beantwortet die Frage, zu welchem Fall gehört dieses Ereignis. Das kann ein Auftrag sein, ein Ticket, eine Rechnung, ein Kreditantrag, ein Patientenkontakt oder ein Schadenfall in einer Versicherung. Die Aktivität beantwortet die Frage, was ist passiert, zum Beispiel geprüft, eskaliert, gelöst. Und der Zeitstempel beantwortet die Frage, wann ist es passiert, zum Beispiel um 9:12 Uhr, um 11:47 Uhr oder um 15:10 Uhr. Erst zusammen machen diese 3 Felder Process Mining möglich. Ohne Case ID weißt du nicht, welche Ereignisse zusammengehören. Ohne Aktivität weißt du nicht, was passiert ist. Und ohne Zeitstempel weißt du nicht, in welcher Reihenfolge es passiert ist. Nehmen wir ein Beispiel. Diesmal nicht Order to Cash, sondern einen einfachen IT-Support-Prozess. Ein Nutzer meldet ein Problem. Das Ticket wird geprüft. Vielleicht fehlen Informationen. Dann geht eine Rückfrage raus. Der Nutzer antwortet. Das Problem wird analysiert und am Ende wird die Lösung gesendet. Ein einzelnes Ticket könnte im Event Log so aussehen. Ticket 8432. Ticket eingegangen 9:05 Uhr. Ticket geprüft 9:18 Uhr. Rückfrage gesendet 9:32 Uhr. Antwort erhalten 11:47 Uhr. Problem analysiert 12:30 Uhr. Lösung gesendet 15:10 Uhr. Das ist eine Trace, also die Ereignisfolge eines konkreten Falls. Und wenn du viele solche Tickets hast, bekommst du viele Traces. Einige laufen direkt durch, andere haben Rückfragen, andere werden eskaliert, andere bleiben lange liegen. Und genau daraus kann Process Mining später Varianten, Wartezeiten, Schleifen und Engpässe sichtbar machen. Jetzt kommt ein Punkt, den viele unterschätzen. Ein Event Log besteht nicht nur aus 3 Pflichtfeldern. Die drei Felder sind der Kern,
Aber oft brauchst du zusätzliche Attribute, um wirklich zu verstehen, was passiert. Die Pflichtfelder zeigen dir den Ablauf. Case-ID, Aktivität, Zeitstempel. Aber Kontextattribute helfen dir, Ursache zu verstehen. Zum Beispiel, welches Team hat den Fall bearbeitet? Welche Priorität hatte das Ticket? Welches Produkt war betroffen? Welche Region? Welcher Kundentyp? Welcher Betrag? Diese Attribute sind wichtig, weil sie aus einer reinen Ablaufanalyse eine echte Ursacheanalyse machen. Ohne Attribute siehst du vielleicht, dieser Prozess dauert lange. Mit Attributen siehst du, Tickets mit höherer Priorität laufen schneller. Tickets aus einem bestimmten Produktbereich brauchen länger. Oder Rechnungen über einen bestimmten Betrag gehen häufiger in eine zweite Prüfung. Die Reihenfolge zeigt dir den Ablauf. Die Attribute helfen dir zu verstehen, warum bestimmte Fälle anders laufen. Aber jetzt wird's heikel. Den Event-Log können täuschen. Nicht absichtlich, sondern weil operative Daten selten perfekt sind. Ein Zeitstempel kann fehlen. Oder nur das Datum enthalten, aber keine Uhrzeit. Dann weißt du vielleicht, dass 2 Aktivitäten am selben Tag passiert sind. Aber nicht in welcher Reihenfolge. Eine Aktivität kann unterschiedlich heißen. Einmal Rechnung prüfen, einmal Rechnung checken, einmal Invoice Review. Dann sieht das Tool vielleicht 3 Aktivitäten, obwohl fachlich dasselbe gemeint ist. Oder die Case-ID ist unscharf. Ein System nutzt die Ticketnummer, ein anderes nutzt die Kundennummer, ein drittes nutzt eine interne Vorgangsnummer. Dann wird es schwierig, die Ereignisse konkret zusammenzuführen. Und manchmal hast du technische Rauschen, also Systemevents, die zwar technisch existieren, aber fachlich für die Prozessanalysen kaum relevant sind. Zu viele relevante Systemevents verzerren das Bild. Und genau hier entstehen später falsche Prozessbilder. Deshalb ist ein Event-Log nicht nur ein technisches Thema. Es ist auch ein fachliches Thema. Du musst verstehen, was ist ein Fall, wann beginnt der Prozess, wann endet er, welche Aktivitäten sind relevant, welche Systemevents sind nur technische Rauschen und welche Daten darfst du überhaupt für die Analyse verwenden. Denn wenn du den Event-Log falsch baust, sieht auch der Prozess Mining falsch aus. Garbage in, Process Map out. Der Weg zum Event-Log hat deshalb meist 4 Schritte. Erstens, Datenquelle identifizieren, also CRMs, ERP, Ticketing-System, Workflow-Tool oder Data Warehouse. Zweitens, Ereignisse extrahieren. Welche Systemeinträge werden wirklich zum Prozessereignissen? Drittens, Ereignisse korrelieren, also welches Event gehört zu welchem Fall. Und viertens, Daten prüfen und bereinigen. Sind die Daten vollständig? Sie sind plausibel? Sie sind einheitlich? Erst dann hast du einen Event-Log, der für Prozessmining wirklich brauchbar ist. Gute Vorbereitung ist die Basis für gutes Process Mining. Fassen wir zusammen. Ein Event-Log ist der Rohstoff von Process Mining. Er besteht aus Ereignissen, die zeigen, was in einem Prozess tatsächlich passiert ist. Der Kern sind 3 Felder: Case-ID, Aktivität und Zeitstempel. Aber für echte Prozessintelligenz brauchst du oft mehr: Kontextattribute, fachliches Verständnis und saubere Datenqualität. Denn Process Mining ist nur so gut wie der Event-Log, auf den es basiert. Im nächsten Video gehen wir einen Schritt weiter. Dann schauen wir uns Process Discovery an. Also die Frage, wie zeichnet ein Tool aus Event-Logs deinen echten Prozess? Und warum kann dieses Prozessbild hilfreich sein, aber auch gefährlich, wenn du es als falsch interpretierst? Wenn du verstehen willst, wie es aus Systemdaten echte Prozessintelligenz entsteht, abonniere Smart Data Stories. Bis zum nächsten Mal und wie immer mögen die Daten mit dir sein.